Mein Lehrer sagte meinen Namen zu oft. Am Anfang fühlte sich das gut an. Fast wie gesehen werden. Ich hieß Clara Hoffmann. Und bis dahin war ich eine von vielen gewesen. Nicht beliebt, nicht auffällig. Mittelmaß in allem. Genau die Art von Schülerin, die Lehrer mögen, weil sie nicht stört und trotzdem zuhört. Unsichtbar auf eine sichere Weise. Herr Brandt unterrichtete Deutsch. Er war keiner von diesen alten Lehrern, die nur diktieren und Noten verteilen. Er redete viel über Haltung, Verantwortung, darüber, dass Schule mehr sein müsse als auswendig lernen. Viele mochten ihn, ich auch. Als er mich das erste Mal lobte, errötete ich. Clara hat das sehr gut formuliert, sagte er und hielt mein Heft hoch. So sollte man denken. Ich spürte Blicke. Aber ich dachte, Neid vergeht. Es verging nicht. In den nächsten Wochen passierte es immer öfter. Meine Aufsätze wurden vorgelesen, meine Antworten wiederholt, meine Meinung hervorgehoben. Hört euch an, wie Clara das sieht. Ich wollte im Boden versinken, nicht weil ich mich schämte, sondern weil ich merkte, dass etwas kippt. In der Pause fragte mich Nina, »Sag mal, bist du jetzt seine Lieblingsschülerin oder was?« Sie lächelte dabei. Aber es war kein echtes Lächeln. »Nein«, sagte ich schnell, »er fragt halt viel.« Dieses war neu. Herr Brandt meinte es gut. Das sah man. Er wollte fördern, schützen, motivieren. Als er einmal hörte, wie 2 Jungs hinter mir kicherten, sagte er laut, »Clara, lass dich nicht stören.« Manche fühlen sich bedroht, wenn andere nachdenken. Der Raum wurde still. Nicht solidarisch, still. Gefährlich still. Nach dem Unterricht blieb ich kurz sitzen. Herr Brandt kam zu mir. »Mach dir nichts draus«, sagte er leise. »Du darfst dich nicht kleiner machen, nur damit andere sich besser fühlen.« Ich nickte, aber etwas in mir zog sich zusammen, denn draußen im Flur warteten die anderen. »Na, unsere kleine Professorin«, sagte jemand. »Extrabehandlung wieder?« Ich lachte unsicher. Niemand lachte mit. Ab diesem Tag änderte sich mein Platz in der Klasse. Nicht offiziell, sozial. In Gruppenarbeiten wurde ich zuletzt gewählt. Oder gar nicht. »Wir sind schon voll«, hieß es. Wenn ich etwas sagte, verdrehte jemand die Augen. Wenn ich schwieg, war ich arrogant. Herr Brandt bemerkte die Spannung und machte alles schlimmer. »Ich sehe, dass Clara hier oft allein sitzt«, sagte er einmal. »Vielleicht sollten wir uns fragen, warum kluge Stimmen so wenig Unterstützung bekommen.« Er meinte die Klasse. Die Klasse verstand mich. Ich wollte aufspringen und sagen, »Bitte nicht«, aber ich saß da und schwieg. Denn widersprechen hätte bedeutet, ihm zu widersprechen. Und das konnte ich nicht. Nicht ihm, nicht meinem Schutz. Nach ein paar Wochen hörte ich meinen Namen nicht mehr freundlich. »Na klar«, sagt sie das. »Die ist ja Brandts Projekt. Die denkt, sie ist was Besseres.« Ich wurde vorsichtig, zog mich zurück, antwortete kürzer, aber es half nichts. Herr Brandt verteidigte mich weiter. »Clara hat recht«, sagte er. »Hört ihr überhaupt zu?« Ich spürte, wie sich etwas um mich schloss, ein Kreis. Nicht schützend, einengend. Am schlimmsten war, dass ich niemandem böse sein konnte. Nicht Herrn Brandt. Nicht einmal der Klasse. Denn offiziell hatte niemand etwas getan. Und genau das machte es so grausam. Irgendwann merkte ich, dass ich mich selbst nicht mehr erkannte. Nicht im Spiegel. Nicht in meinen Gedanken. Sondern in den Pausen dazwischen. Ich wusste plötzlich nicht mehr, wie ich stehen sollte, wenn ich den Raum betrat. Früher ging ich einfach rein. Jetzt überlegte ich schon auf dem Flur, wohin mit den Händen, wen zuerst ansehen, wen besser nicht. Mein Körper begann, Entscheidungen zu treffen, bevor mein Kopf es tat.
Und meistens entschied er sich für Rückzug. Herr Brandt nannte meinen Namen weiterhin oft, vielleicht sogar öfter als zuvor. Clara, was denken Sie dazu? Clara, könnten Sie das bitte noch einmal erklären? Clara hat hier einen interessanten Punkt. Jedes Mal spürte ich, wie sich etwas zusammenzog. Nicht Stolz, nicht Freude, etwas Kaltes, etwas, das sagte, jetzt schon wieder. Ich sah die Reaktionen inzwischen genau. Nicht alle auf einmal. Nicht offen. Ein Augenrollen hier. Ein kurzes Auflachen dort. Ein Blickwechsel, der nichts mit mir zu tun haben wollte und doch alles über mich sagte. Ich begann, meine Antworten zu verkürzen. Aus langen Sätzen wurden kurze. Aus klaren Gedanken wurden halbe. Nicht, weil ich weniger wusste, sondern weil Wissen plötzlich gefährlich war. In der Pause setzte ich mich zu einer Gruppe aus meiner Klasse. Ich hatte mir vorher Mut zugesprochen. Setz dich einfach hin, sei normal. Ich setzte mich. Niemand stand auf, aber niemand rückte näher. Es war, als hätte ich einen unsichtbaren Radius um mich herum, den keiner überschreiten wollte. »Habt ihr die Hausaufgaben?« fragte ich. »Ja«, sagte jemand. Mehr kam nicht. Sie redeten weiter, aber nicht mit mir. Über Serien, über einen Typen aus der Parallelklasse, über irgendetwas, das sicher war. Ich saß daneben und nickte, als hätte ich eine Funktion. Als wäre ich nicht zufällig da, sondern absichtlich still. Nach ein paar Minuten stand ich wieder auf. Niemand hielt mich auf. Niemand fragte, warum. Ich merkte, man muss mich nicht wegschicken. Ich gehe von selbst. Herr Brandt bemerkte meine Zurückhaltung. Natürlich tat er das. Er meinte es gut. Das war ja das Problem. »Clara, Sie haben heute noch gar nichts gesagt«, stellte er fest. Nicht vorwurfsvoll, besorgt. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Alle sahen mich an. »Möchten Sie etwas ergänzen?« fragte er. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Nicht, weil ich nichts wusste, sondern weil jede Silbe wie ein weiteres Zeichen wirkte. Da ist sie wieder, die Besondere, die Geförderte. »Nein«, sagte ich leise. Ein paar Sekunden Stille. Dann fuhr der Unterricht fort. Aber diese Sekunden brannten. Nach der Stunde hörte ich hinter mir, die tut jetzt extra leise, damit er sie noch mehr lobt. Ich drehte mich nicht um. Ich begann, meine Sitzhaltung zu verändern. Ich lehnte mich nicht mehr nach vorn, sondern zurück. Ich schrieb langsamer. Ich meldete mich nicht mehr freiwillig. Ich versuchte, Durchschnitt zu sein. Aber Durchschnitt war mir inzwischen verwehrt. Man kann nicht gleichzeitig hervorgehoben und unscheinbar sein. In einer Gruppenarbeit setzte Herr Brandt mich bewusst in eine neue Konstellation. Damit alle voneinander lernen, sagte er. Die anderen sahen es anders. »Na super«, murmelte jemand. »Jetzt sind wir wieder die Kulisse.« Ich tat so, als hätte ich es nicht gehört. Doch ich hörte alles. Ich hörte immer alles. Im Sportunterricht wurde ich zuletzt gewählt. Nicht demonstrativ, einfach sachlich. »Bleibst du noch?«, sagte jemand. Ich blieb. Ich war inzwischen gut im Bleiben. Als ich den Ball einmal nicht bekam, obwohl ich frei stand, verstand ich. Es ging nicht um Sport. Es ging um Positionen, um Nähe, um Ausschluss ohne Worte. Ich fragte mich abends im Bett, wann genau ich falsch abgebogen war. Ob ich beim ersten Lob hätte abwinken sollen, ob ich dem Lehrer hätte widersprechen müssen, ob ich hätte sagen sollen, bitte nicht mich. Aber wer sagt so etwas? Wer lehnt Förderung ab, ohne arrogant zu wirken? Herr Brandt rief meine Eltern an, aus Fürsorge. Danach wurde ich endgültig markiert. Jetzt ist sie auch noch die beim Lehrer heult, hörte ich. Die braucht wohl extra Schutz.
Ich hatte nie geheult. Ich hatte nie darum gebeten. Aber in der Erzählung der anderen war ich jetzt jemand, der Unterstützung braucht. Und wer Unterstützung braucht, ist schwach. Und wer schwach ist, steht unten. Ich begann mich selbst zu korrigieren, noch bevor ich etwas sagte. Ich löschte Nachrichten, bevor ich sie abschickte. Ich setzte mich in Pausen auf die Toilette, einfach um irgendwo zu sein, wo niemand etwas erwartete. Herr Brandt merkte, dass etwas nicht stimmte. Er sprach mich nach dem Unterricht an. »Sie wirken zurückgezogen«, sagte er. »Wenn jemand Sie ärgert, kommen Sie bitte zu mir.« Ich nickte, aber ich wusste, wenn ich das täte, wäre alles vorbei. Denn Hilfe von oben ist in einem Klassenzimmer kein Schutzschild. Sie ist ein Scheinwerfer, und ich stand längst im Licht. Ein paar Wochen später sagte jemand offen, »Kein Wunder, dass sie allein ist. Die hängt doch nur an den Lehrern.« Da verstand ich etwas Entscheidendes. Es war egal, wie ich mich verhielt. Die Rolle war verteilt. Ich konnte nett sein. Falsch. Ich konnte still sein. Falsch. Ich konnte klug sein. Falsch. Ich war zur Projektionsfläche geworden. Für Neid. Für Unsicherheit. Für alles, was man nicht bei sich selbst suchen wollte. Am letzten Schultag vor den Ferien lobte Herr Brandt mich noch einmal. Nicht überschwänglich, nicht unfair, aber sichtbar. Die Klasse klatschte. Pflichtbewusst. Ohne Wärme. Ich klatschte nicht. Ich wusste jetzt. Er hatte mich nicht beschützt. Er hatte mich exponiert. Nicht aus Bosheit, nicht aus Macht, sondern aus Unwissen. Als ich das Klassenzimmer verließ, ging niemand neben mir. Und ich verstand etwas, das mir kein Lehrer je beigebracht hatte. Man kann jemanden auch mit guten Absichten isolieren. Man kann jemanden durch Aufmerksamkeit verlieren. Und manchmal ist Gleichbehandlung kein Ideal, sondern ein Schutz. Ich war nicht angegriffen worden, ich war nicht beschimpft worden, ich war sichtbar gemacht worden. Und das hatte gereicht.